Piu. 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 Ich habe mir das ja alles ganz genau angeschaut in den letzten Jahren. Und jetzt bin ich es selber. Ein solches Mondkalb. Und ich sag's gleich eingangs noch einmal, das Private bleibt politisch. Solange die Männer in der Politik die Rahmenbedingungen für Frauen und Kinder festlegen, werden für Letztere keine großen Quantensprünge möglich sein. Wenn nun zum Beispiel eine Reform unter dem Titel vollzogen werden soll, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das heißt also innerhalb des Rahmens, innerhalb des Patriarchats. Nein, innerhalb der Koordinaten der bürgerlichen Klassengesellschaft. Dann scheint man sich damit ja trefflich an den realen Bedürfnissen der Individuen vorbeischwindeln zu können. So werden zum Beispiel die Frauenhäuser in Österreich zu einer Sache der Landespolitik erklärt. Und am Altar des Föderalismus wird damit geopfert. Eine Drehung der Schraube in egalitäre Stellung. Dabei scheint's ja alles ganz klar auf der Hand zu liegen. Also dass Veränderung vom Boden her, nicht vom Himmel aus rührt. Vom Körper ausgehend, wenn Sie so wollen, nicht vom Kopf. Aber man könnte es auch noch einmal drehen. Dann bildet die Sprache jenes Material, das den Körper zuerst einmal von unten anfüttert, und was oben entweicht, das ist dann der Überschuss, die Restenergie, was nicht mehr innen gezähmt werden konnte. Etwas, welches das Wehklagen durch seine eigene Veräußerung lindert. Es tut ja wirklich gut, erstmal über die Sachen zu reden, auch wenn man das jetzt nicht mit Offenheit verwechseln sollte. Diesen frisch mit bürgerlichem Selbstvertrauen bestückten Einforderern der Meinungsfreiheit, zum Beispiel jenen, denen die Leitlinien dieser neuen Alt-Right-Bewegung frische Energien verspricht, denen möge eines gesagt sein. Restauration ist in der Politik so sinnlos wie sonst wo. Auch die Kinder der Zukunft werden ihre Jugendzimmer so bezaubernd finden wie ihr die euren. Es ist also schäbig wie zwecklos, im Fahrwasser der sich anbahnenden Verwerfungen im späten Kapitalismus nun schon wieder noch einmal eine weitere Fantasie von einer alternativen Moderne zu kultivieren. Also zum Beispiel erneut anstelle von Klassenkonflikten von Lösungen und Smart Governance zu sprechen. Denn man will doch nicht vernebeln, bitteschön. Moderne. Das ist Code für Kapitalismus. Das heißt also Industrie, arbeitsteilige Gesellschaft, soziale Spannungen, alles Stehende und Ständische verdampft. Und wir in Österreich, wir hatten doch schon einmal so eine Fantasie von der alternativen Moderne. Wir nennen sie heute Hitler-Deutschland. Die Klima- und Umweltkatastrophen, die Pauperisierung von Jung und Alt, dieses neue Dienstleistungsproletariat, die Biogenetik, dieses intellektuelle Eigentum und so weiter. Also jene großen Gegensätze, die man jetzt mit der einen Hand als gegeben hinnimmt, mit der anderen scheinbar, aber nur scheinbar bekämpft, indem man entweder an Menschlichkeit oder Mitgefühl appelliert oder andererseits, schlimmer noch, indem man fremde Eindringlinge ausmacht, die alleine für all den Mist verantwortlich zeichnen sollen. Die Migranten zum Beispiel, die Emanzen, die Studierten, die Flüchtlinge, die Kulturfremden oder Leistungsschwachen insgesamt. Oder in die ach so radikale Sprache meiner Generation übersetzt, die Bürokraten, die Korrumpierten, der Filz, die Hierarchien, die vertikalen Gesellschaftsordnungen insgesamt. Ja, es gäbe eben nichts Flacheres, nichts Anarchischeres als den freien Markt selber. Ja, ich meine schon zu erkennen, dass man sich gerne mal einbildet, durch ein Rearrangement der Sessel im Schanigarten die wirtschaftliche Basis der ganzen Partymeile emporheben zu können. Dieses hilft's nicht, so schadet's nicht im Kern. Dieses besser wie nix. Leitlinien dieser Art sind, und das sagt jetzt ausgerechnet die scheinbare Pragmatikerin, sind der wohl hinterfotzigste Gegner im Spiel um Herzen und Geister der Bevölkerung. Denn wissentlich auf sich genommene Strapazen ohne Perspektive sind der Beton der Klassengesellschaft. Also, verliert's nicht die Nerven, seid's nett zu den Menschen, aber streng mit den Systemen.
Jetzt macht's schon zu die Tür. Was soll denn das überhaupt heißen, wenn wir ihr den Klassenkampf abgewöhnen, kann auch das Kapital damit leben? Konzentriert euch nicht zu sehr darauf, die Gesellschaft zersetzt sehen zu wollen. Der freie Markt, der schafft das schon ganz gut ohne euch. Da haben wir die Kurve ja gerade noch einmal gekriegt.